Ja moin, hier ist Dolle. In den nächsten 3 Tagen bin ich auf dem Molsbjergestien unterwegs, mitten im gleichnamigen Nationalpark. Auf rund 80 Kilometern geht es durch eine der schönsten und abwechslungsreichsten Landschaften Dänemarks. Sanfte Hügel, uralte Wälder, offene Heideflächen und eine beeindruckende Artenvielfalt machen dieses Gebiet zu etwas ganz Besonderem. Ich bin mit dem Zelt unterwegs, komplett autark und nutze die Möglichkeit, an den erlaubten Plätzen naturnah zu übernachten. Ein Abenteuer, auf das ich mich schon lange gefreut habe und eines, was am Ende ganz anders verlaufen ist, als ich erwartet hätte. Los geht es an der beeindruckenden Burgruine Carlo. Sie liegt auf einer schmalen Landzunge und ist schon für sich alleine einen Besuch wert. Von hier führt der Molsbjergestien offiziell in 4 Tagesetappen quer durch den Nationalpark. Jede Etappe ist rund 20 Kilometer lang. Ach ja, und verzeiht mir bitte jetzt schon, wenn ich den einen oder anderen dänischen Ortsnamen kreativ ausspreche. Die ersten Kilometer führen durch den alten Buchen- und Eichenwald Hestehavsgöf. Und das ist genau das, was ich mir von dieser Tour erhofft hatte. Verwunschene Bäume, schmale Waldpfade und ständig neue Ausblicke. Überall finden sich ja Hünengräber. Diese Megalithengräber sind ein beeindruckendes Zeugnis aus der Jungsteinzeit. Doch danach verändert sich die Landschaft. Die kleinen Waldpfade werden seltener. Es folgen Forstwege, Schotterstraßen und immer wieder asphaltierte Abschnitte zwischen den goldgelben Getreidefeldern. Zum Glück weiß ich ja, dass das eigentliche Highlight noch vor mir liegt. Je näher ich dem Herzen des Nationalparks komme, desto spannender wird die Landschaft. Die Felder verschwinden, stattdessen öffnen sich weite Hügel mit Trockenrasen, rasenden Tieren und unzähligen Schmetterlingen. Genauso hatte ich mir die Molsbjerge vorgestellt. Für viele ist die Bergetappe der schönste Abschnitt des gesamten Molsbjergestien. Und schon nach wenigen Kilometern verstehe ich auch warum. Die Landschaft wirkt offen, weit und gleichzeitig unglaublich abwechslungsreich. Man erinnert sich stellenweise tatsächlich an die Lüneburger Heide, obwohl sie rund 50.000 Jahre jünger ist. Die Molsbjerge bestehen aus einer faszinierenden Mischung verschiedenster Lebensräume. Trockene, sonnige Hügel wechseln sich mit tief eingeschnittenen Waldschluchten und Toteiskuhlen ab. Geformt wurde diese Landschaft während der letzten Eiszeit und genau diese Vielfalt macht sie heute zu einer der artenreichsten Gebiete Dänemarks. Was einem hier allerdings ebenfalls ständig begegnet, sind Weidezäune. Tor auf, Tor zu, Tor auf, Tor zu. Und jedes Mal eine kleine Frage: Sind die Kühe heute entspannt oder diskutieren wir das gleich wieder aus? Die Weidetiere gehören natürlich hierher. Seit Jahrhunderten halten sie diese Landschaft offen und schaffen damit die Grundlage für die außergewöhnliche Artenvielfalt. Ich erreiche den Erkri Baunerhøj, den höchsten Punkt der Molsbjerge, und genieße den 360 Grad Rundumblick. Kurz darauf geht es durch die Kniebelplantage mit ihren tief eingeschnittenen Schluchten.
Die Nacht verbringe ich schließlich auf dem Shelterplatz bei Kniebel. Hier herrscht deutlich mehr Betrieb, als ich es von meinen bisherigen Touren gewohnt bin. Normalerweise habe ich Shelterplätze immer für mich ganz allein gehabt. Heute fühlt es sich eher wie ein kleiner Campingplatz an. Am nächsten Morgen klingelt der Wecker früh. Der Wetterbericht verheißt nichts Gutes. Noch im Trockenen kann ich mein Zelt abbauen und in Ruhe frühstücken. Kaum bin ich fertig, öffnet der Himmel sämtliche Schleusen. Der Vormittag fällt damit buchstäblich ins Wasser. Schließlich erreiche ich die berühmten Trehoi, 3 bronzezeitliche Grabhügel mit einer grandiosen Aussicht über den Nationalpark, zumindest theoretisch. Heute reicht der Blick eher bis zur nächsten Regenfront. Immer wieder öffnen sich trotzdem schöne Ausblicke. Einer der letzten Höhepunkte der Bergetappe ist das Molslaboratoriet. Das Besucherzentrum zeigt eindrucksvoll, wie sich Natur entwickeln kann, wenn man ihr einfach Zeit gibt und möglichst wenig eingreift. Gefällt euch meine Kamera so gut wie diesem Pferdchen? Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Kanal folgt. Ein letztes kleines Highlight wartet mit der Örting Mühl, einer fast schon romantisch wirkenden Wassermühle mit langer Geschichte. Gerade noch rechtzeitig vor dem nächsten Regen finde ich einen schönen Zeltplatz hier mitten im Wald unter alten Buchen und Eichen auf einem kleinen Hügel über dem Stövesee. Von 16 Uhr bis weit nach Mitternacht prasselt der Regen aufs Zelt. Dank Ohrstöpsel bekomme ich davon allerdings nichts mit. Der nächste Tag beginnt angenehm und trocken warm. Die 10 Kilometer bis nach Ebeltoft sind dank der zweckmäßigen Wege schnell geschafft. Schon kurz vor 10 schlendere ich durch die fast menschenleere Altstadt. Es wirkt fast so, als hätte meine Videoproduktionsfirma den kompletten Ortskern für mich sperren lassen und nicht einmal mehr Statisten auftreiben können. Mittlerweile wurde der Molsbjergstien um eine 4. Etappe erweitert. Diese Rundtour führt noch einmal rund 20 Kilometer über eine Landzunge südlich von Ebeltoft und endet wieder in der Stadt. Ich lasse Ebeltoft genauso schnell hinter mir, wie ich angekommen bin. Das Highlight des Tages ist für mich die Aalplantage. Eine grüne Landzunge mit weißen Sandstränden, kleinen Steilküsten und schönen Ausblicken auf Ebeltoft. Doch dann genau passiert das hier, was man überhaupt nicht unterwegs gebrauchen kann. Windstöße erfassen das Stativ, meine Sony RX100 stürzt mehrfach zu Boden. Beim zweiten Aufprall filmt sie zwar noch ihre letzten Sekunden, doch das Objektiv fährt anschließend nicht mehr ein. In Fachkreisen nennt man sowas dann wohl einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Rückweg nach Ebeltoft führt schließlich durch einen Kiefernwald, der von Mountainbike-Trails durchzogen ist. Irgendwie erinnert mich das Ganze an die Harburger Berge.
Zum Abschluss gibt es noch einen letzten Drohnenflug mit der Sumse vom Skelhoi. Erst letztes Jahr habe ich hier eine Drohne verloren, dieses Jahr nun eine Kamera. Mal sehen, was als nächstes passiert. Ich komme auf jeden Fall wieder. Vielen Dank, dass ihr mich auf dieser Tour wieder begleitet habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dolle.